Er ist wirklich mit so einem Strahlen wiedergekommen, wie man ihn sonst selten gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch das, was wir alle von ihm in Erinnerung behalten haben, was dieses Strahlen, diese Freude, die er so, die er so ausgestrahlt hat, wo wir uns, glaube ich, alle so daran erinnert haben, was so besonders war jetzt in der ganzen schweren Zeit. Wenn Johannes Mickenbecker über seinen verstorbenen Zwillingsbruder Philipp spricht, ist es nicht leicht. Besonders an diesem Tag, der Gedenkfeier zu seinem ersten Todestag. Trotzdem wollen wir diesen Tag nutzen, um uns in Erinnerung zu rufen, was wir an ihm schätzen und was uns an ihm wichtig war. Es ist ein Zusammentreffen von Freunden, Familie und Fans des YouTubers, der vergangenes Jahr den Kampf gegen den Krebs mit nur 23 Jahren verloren hat. Auf dem Kanal The Real Life Guys erfüllen sich die Freunde Kindheitsträume, bauen verrückte Dinge. Die Diagnose Krebs macht Philipp damals öffentlich, genauso wie seinen starken Glauben an Gott. Ich denke, dass Gott so einen Plan mit meinem Leben hat und dass mich immer wieder Leute so fragen, so Philipp, wie kannst du immer noch an diesen Plan glauben, ja, wenn es so aussieht, so, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich das so jetzt rational eben im Spiegel sehe, dann sehe ich schon so eine Uhr, die abläuft, ja, dann sehe ich schon so, okay, der Tumor wird größer und noch größer, also irgendwann ist da auch kein Platz mehr. So offen mit der Krankheit und dem Thema Tod umzugehen, damit hat Philipp viele seiner Fans geprägt. Man macht sich über so viele Sachen Sorgen und dann ist da Philipp und der ist einfach, hat doch die Freude pur in den letzten Stunden noch gewesen und das war halt einfach, wie schon auch gesagt wurde, das halt das krasseste Zeugnis, was ich bis jetzt gehört habe und deswegen bin ich auch heute hier. Es gibt Zeiten im Leben, da hat man irgendwie mal Probleme oder schwere Zeiten halt einfach, egal wie die aussehen. Und da ist es halt dann immer schön, wenn man sowas sieht und dann sich daran erinnern kann, hey, es gibt andere Menschen, die haben das auch mitgemacht, ich kann das auch. Ich finde, dass man sich sowas als Vorbild nehmen könnte, wenn man selber manchmal bei so kleinen Sachen schon irgendwie, also was heißt klein, für einen ist es vielleicht auch nicht so klein, aber dass man dann auch schon anfängt so irgendwie zu zweifeln und ihm geht es eigentlich so vergleichsweise viel schlechter und er hat trotzdem so krass dran festgehalten. Für Johannes hat sich seit dem Tod seines Zwillingsbruders einiges verändert, vor allem seine Perspektive aufs Leben. Also es war ja was Philipp immer auch ganz krass gesagt hat, dass es wichtig ist, das Leben von hinten mal zu betrachten, weil man dann einfach anders in den Tag hineinlebt und die Zeit anders wahrnimmt und sich auch mehr Gedanken macht, ist das, was ich gerade mache, wirklich sinnvoll oder würde ich das machen, wenn ich wüsste, dass ich nicht mehr so lange zu leben habe. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine wertvolle Sache, wenn man die sich bewusst macht. Ja. In einem Buch sind viele Erlebnisse aus dem Leben des 23-Jährigen zusammengefasst, auch Worte an Philipp von seinen engsten Freunden. Danke für 6 Jahre intensive Freundschaft und meinen Einstieg ins Real Life. Danke für die Herausforderungen und die daraus resultierenden Dankbarkeit für die alltäglichen Dinge. Seine Freunde und Freundinnen standen für Philipp immer an erster Stelle und auch heute spüren sie noch seinen Einfluss. Ich glaube, ich denke bei ganz vielen Sachen, die ich mache, so, ey, was würde Philipp tun? Einfach weil ich weiß, dass Philipp Sachen einfach immer angepackt hat. Er hat nicht so lange über Sachen nachgedacht. Und ich weiß, wenn man sich halt zu viele Gedanken macht über Aktionen, die man macht oder irgendwelche Urlaube, Reisen, dass es dann halt irgendwie am Ende nicht zustande kommt. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, dass ich immer gedacht habe, boah, Philipp hätte das jetzt einfach gemacht. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Dass Leben und Tod nah zusammenhängen, haben die Mickenbeckers schon oft erfahren müssen. 2018 verunglückt ihre jüngere Schwester bei einem Flugzeugabsturz. In all diesen schweren Zeiten haben sie aber nie den Glauben an das Gute verloren. Philipp hat auch immer gesagt, dass man oder auch als unsere Schwester damals umgekommen ist, dass er trotzdem das Schöne im Leben immer noch feiern will und sich weiter an den schönen Dingen freuen will. Von daher ist es das, was ich auch unbedingt weitermachen will. Philipp Mickenbecker, er hat die Menschen mit seinem Mut berührt, vom Glauben überzeugt und angeregt, über das eigene Leben nachzudenken. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe.